Der Abschied von Marokko nach fast 3 Monaten fällt uns schwer. Die facettenreichen Landschaften, das einfache und entschleunigte Leben haben uns überrascht und uns auf ein Abenteuer mitgenommen, von dem wir noch lange zehren werden. Wenn wir nordwärts Richtung Fähre fahren, ändert sich die Landschaft ein letztes Mal. Wir sind fasziniert, wie saftig grün es hier ist. Auf der Fähre nehmen wir Abschied und lassen die Reise nochmals Revue passieren. Wir sind froh, haben wir trotz anfänglicher Bedenken den Schritt gewagt und uns auf Marokko eingelassen. Wir hatten viele schöne und herzliche Begegnungen und sind sicher, dass wir bald wiederkehren werden. Also, hallo miteinander. Hallo zusammen. Wir melden uns auch mal wieder. Ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Und zwar melden wir uns aus der Schweiz. Wir sind vor ein paar Wochen hier angekommen. Ziel war eigentlich nur ein kurzer Zwischenstopp auf der Durchreise Richtung Norden. Und dann wurden wir leider krank. Pünktlich am Tag, wo wir hier angekommen sind, bin ich krank geworden und dann ist Melinda krank geworden. Genau, wir hatten eine Gehörgangsentzündung, dann hatte ich noch eine Mittelohrentzündung, dann wurden wir nochmal krank und ja, mittlerweile sind wir zu viert. Genau. Wir haben nämlich dabei einen Tinnitus. Und zwar beide. Mhm. Und zwar ziemlich krass. Ja, das hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen. Wir waren auch bei der Spezialistin und die hat gemeint, ja, das kann wohl passieren, wenn man Vanlife betreibt und nicht gut schläft. Also die Vermutung... Ich glaube, sie meinte, wenn man Vanlife betreibt und nicht mit 20 ist. Ja, genau, wenn man... Deswegen auch nicht mehr gerade schläft, halt auf schlechten Matratzen, Lattenroste, Kissen. Genau. Und jetzt haben wir ein Upgrade gemacht bei allem. Wir haben Lattenroste gebaut für den Camper Gute und dann haben wir Matratzen neue gekauft und dann am Schluss noch ein gutes Kissen. So ein Gesundheitskissen. Und gleichzeitig haben wir jetzt in unserem Tagesablauf Yoga eingebaut und Stretching und ja, und hoffen, dass es damit dann besser wird oder hoffentlich sogar ganz weggeht. Ja, diesen Altersgebrechen vorzubeugen. Genau. Oder halt jetzt zu heilen, wenn es wie geht. Genau. Ja, wir haben uns jetzt aber entschieden, dass wir trotzdem weiterreisen und morgen soll es auch schon losgehen. Juhu. Sind wir noch in den letzten Vorbereitungen und wollten euch aber, bevor wir weiterreisen, nochmals so ein Update oder einen Überblick zu unserer Marokko-Reise geben. Ja, haben wir ja gesagt, dass wir das machen. Mhm. Ja, und das tun wir jetzt. Das erste sind die Landschaften und die Reiseroute an sich. Wir haben im Inland von Marokko gestartet und sind über den Atlas wirklich mittendrin in die Sahara gefahren. Und das war ein super Start für unsere Reise. Weil, sehr spektakulär. Ja, die Landschaften sind fantastisch. Und die Menschen, je weiter in Süden man kommt, desto netter werden sie. Ja, offener, herzlicher. Genau, man merkt so diese Berberkultur, die durchdrückt. Ja. Und halt eben die Nomaden in der Wüste, die haben so ganz einen anderen Lifestyle als im Norden von Marokko, was sehr entspannt ist und sehr freundlich, was sehr willkommen. Auch geholfen hat, dann schlussendlich so ein bisschen unser eigenes Tempo da in Marokko zu finden und uns auch wohlzufühlen schlussendlich. Ja, genau. Und zu entschleunigen. Ja, genau. Und unser absolutes Highlight war, ich denke, ich spreche da für beide, die Sahara. Das war echt unglaublich. Diese Weite, diese Stille, diese Einsamkeit, die man da angetroffen hat, das war echt
fantastisch. Hätte ich so nicht erwartet. Der Ausflug in die Sahara zur Düne Ertschagaga war für uns beide eines der eindrücklichsten Erlebnisse überhaupt. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, wie sehr uns diese Landschaft berührt hat. Wahrscheinlich liegt es an der Abgeschiedenheit und der Herzlichkeit der Berber. Zu sehen, wie einfach die Menschen dort leben, sich mit der Wüste und den Tieren verbunden fühlen und mit dem wenigen, was sie haben, zufrieden sind, hat uns einfach tief beeindruckt. Wie schön die Welt doch sein könnte, wenn man einfach mehr miteinander statt gegeneinander wäre. Von der Sahara sind wir dann weitergefahren Richtung Meer an die Atlantikküste zum Surfen und haben da aber ein paar Tage gebraucht, um wirklich so anzukommen, denn es war schon ganz eine andere Mentalität als im Landesinneren, als in der Sahara. Es war auch sehr vermüllt an den Stränden und ja, da haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber die guten Wellen haben uns dabei geholfen. Ja, muss man sagen, ne? Der Surf war fantastisch. Weltklasse. Ja. Echt? Wirklich fast die ganze Zeit. Ja, wirklich mehr oder weniger die ganze Zeit. Es war ein paar Mal vielleicht ein bisschen zu groß für uns. Aber ja, genau. Ja, das können die Wellen nichts für. Aber es ist echt Wahnsinn. Also solche Wellen habe ich in Europa noch nicht gesehen. Diese Konsistenz, das ist schon erwähnenswert. Ne? Ja. Mhm. Und ja, wir hatten wieder mal die Welle unseres Lebens. Ein paar davon. Ja. An der Atlantikküste gibt es unzählige Surfspots für jedes Level. Auch wer sich noch nicht an einen Riffspot wagt, hat genug Auswahl an vielen Beachbreaks. Surfbretter nimmt man am besten die eigenen mit, denn Material gibt es vor Ort eher nur für Anfänger und nur in den größeren Surfspots. Das gilt auch für Wetsuits, Wachs und sonstiges Material. Generell sind die Wellen immer sehr konstant und in den Wintermonaten eher etwas größer. Aber man findet das ganze Jahr über Wellen zum Surfen. Das Reisen generell in Marokko war sehr angenehm. Die Straßen sind wirklich gut. Marokkos Straßennetz ist bestens ausgebaut. Trotzdem wird vor Autofahrten bei Dunkelheit abgeraten, da man nie weiß, welche Hindernisse unterwegs lauern. Und bei Regen sollte man auch nicht unbedingt unterwegs sein, da es schon mal zu Steinschlägen kommen kann und die Nässe für glatte Straßen sorgt. Was man dabei haben sollte, ist eine gute Straßenkarte. Am besten auf dem Navi und auch gleich als Papierkarte, damit man für alle Eventualitäten vorbereitet ist. Falls ihr euch doch mal für einen Schotterweg entscheidet, können Sandbleche bestimmt nicht schaden. Wir hatten sie dabei, aber zum Glück kamen sie bei uns nie zum Einsatz. Ja, und man hört halt immer so Räubergeschichten über die Polizei und so weiter. Und es hat tatsächlich ganz viele Polizeiblocks, die messen aber die Geschwindigkeit, weil wahrscheinlich fahren viele wie die Sau dort und dann gibt es auch viele Unfälle und viele auch Tote auf den Straßen. Aber wenn man es einfach gemütlich nimmt und die Geschwindigkeitsbegrenzungen beachtet, und zwar überall, kann man sehr, sehr entschleunigt und entspannt durch dieses Land fahren. Und das war auch ein Highlight für uns, oder? Nie ein Problem. Wir kamen 2 oder 3 Mal in eine Polizeikontrolle und das war immer ganz entspannt. Wir sind auch nicht so schnell gefahren, muss man sagen. Ja, genau. Und war immer sehr herzlich, haben sich interessiert, was wir schon gesehen hätten und wollten immer gerne ein bisschen ihre Englischkünste dann präsentieren und das war immer ganz angenehm. Schnell fahren lohnt sich auch gar nicht, denn oft ist man stundenlang alleine unterwegs und kann so die Fahrt ganz gemütlich nehmen und die schöne Landschaft genießen. Uns hat das unglaublich entschleunigt. Wir sind 2 Frauen, die unterwegs waren und das war auch eigentlich immer sehr entspannt. Es war ein Abenteuer für uns und anfangs wollten wir die Reise ja erst gar nicht machen nach Marokko, weil wir ein bisschen Angst hatten. Aber im Nachhinein ist es völlig unberechtigt.
Und mit ein paar, also okay, mit gesundem Menschenverstand Genau. kann man da locker, auch 2 Frauen oder auch alleine als Frau kann man auch wahrscheinlich Genau. reisen, wenn man guckt, wie man es macht, Ja. oder dass man in Camping geht und so weiter, Absolut. könnte man tatsächlich Auch denke alleine ich, schon gehen, auch genau. alleine reisen. Ja, das denke ich auch. Mhm. Ich habe mich echt immer sehr, sehr sicher gefühlt. Mhm. Nicht immer ganz wohl? Nicht immer ganz wohl. Es gab so 1, 2 Situationen oder Plätze, wo wir uns nicht ganz wohl gefühlt haben. Aber es ist wunderschön hier und wir sind die einzigen Camper hier auf dem Camping. Ob ich das gut finde, dass wir ganz alleine sind? 2 Frauen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es so. Vielleicht kommt ja noch jemand an. Vielleicht kommt noch jemand an, das stimmt. Oder auf diesem Parkplatz hier in Meknes, wo wir nachts plötzlich ganz alleine standen. Wir hatten jetzt nie wirklich Angst um unsere Sicherheit. Nee. Und auch wenn wir den Camper irgendwo haben stehen lassen, habe ich mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht, oh, wird jetzt eingebrochen, Stimmt, wird ja. was geklaut oder kommt der ganze Camper weg. Da habe ich in Europa, ehrlich gesagt, mehr Bedenken. Absolut, Ja. also absolut. Europa ist, glaube ich, viel unsicherer als Marokko. Ja, aber also grundsätzlich sind wir halt dann schon auch immer im Camping gewesen oder auf bezahlten Stellplätzen. Oder wenn es halt rammelvoll war mit Vanlifer oder Camper, dann sind wir halt auch Haben wir uns da dazugestellt, genau. dazugestellt. Genau, und da war das absolut kein Problem, frei zu stehen, aber da steht man ja enger als in einem Camping. Genau. Weil da halt so viele Surfer und so weiter rumstehen. Und von dem her hatten wir jetzt nie Angst um unsere Sicherheit. Nee, Oder? Angst wirklich nicht. Und auf der Straße oder im Zug, also auf dem Markt, wurden wir schon manchmal angesprochen oder im Café angesprochen, weil sie halt neugierig waren, Genau. woher wir kamen. Es gibt auch viele Menschen, die halt in Europa gearbeitet haben und Genau. zur Pension dann wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und die konnten dann auch wahnsinnig gut Deutsch. Wir haben uns ab und zu mal so eine Strategie zurechtgelegt, wenn wir jetzt wirklich keine Lust hatten, schon wieder angesprochen zu werden oder schon von Weitem gesehen haben, dass da uns jemand in den Laden reinlocken möchte, dann haben wir einfach das Handy rausgenommen und so getan, als ob wir am Telefon beschäftigt werden, und das funktioniert prima. Also Ja, oder halt tatsächlich, das müssen wir zugeben, wir waren auch nicht ganz offen und ehrlich immer. Wir haben auch oft mal gesagt, wir gehen einkaufen und müssen für unsere Männer kochen. Genau. Jetzt zu Hause, und das ging, also oder im Camping. Das ist dann immer da am war nie einfachsten eine gewesen. Diskussion Genau. danach. Ist Da war halt- immer klar, so ja. die Männer, die wollen was zu essen, okay, die müssen weiter. Ist halt für uns in dem Moment ein bisschen awkward, aber hey, wenn es hilft, dann genau, da haben Sie wir haben ja gelernt auch- zu lügen, oder? Sie haben ja auch ihre Geschichten, die sie einem auftischen da, um was zu verkaufen, Ja. wo man auch nicht weiß, ob das jetzt so genau stimmt. Also beruht Ja. das auf Gegenseitigkeit. Genau. Also, Ja. wie eben erwähnt, waren wir meistens auf Campingplätzen oder Stellplätzen, und das hat uns sehr erstaunt, weil die waren meistens wunderschön. Also Marokko ist bestimmt noch immer ein Freistehparadies. Wir waren aber meist auf Campingplätzen, da wir uns dort einfach sicherer gefühlt haben. Außerdem sind sie meist wunderschön gelegen und man findet alles, was man braucht, und das zu einem mehr als fairen Preis. Wir haben immer zwischen 2 und maximal 12 Euro bezahlt. Dann eben, wir haben es vorhin schon erwähnt, der Müll, das braucht, finde ich, ein paar Nerven, und man muss es akzeptieren, dass es halt dort so ist. Weil Also vor allen Dingen an der Atlantikküste. vor allem an der Atlantikküste, wo die Autobahn in der Nähe vorbeifährt. Genau, und wo es auch dicht besiedelt ist. Marokko hat ein Problem, Ja. also mit dem Abfall, das glaube ich sieht jeder, der dort vorbeigeht, Gehört halt schlussendlich auch dazu. ist halt auch ein Teil von Marokko, ja. Ein nicht so schöner Teil, und ich finde auch, also ich hatte mehr Mühe als Melinda, und ich fand deswegen auch unsere Reise, unseren Start von der Reise und dann der Teil der Wüste fand ich viel angenehmer, weil er weniger vermüllt war. Ja. Und echt der einzige Grund, wieso ich es an der Atlantikküste ausgehalten habe, ist wegen den guten Wellen. Ja. Weil ich glaube, hätte es nicht so tolle Wellen gehabt, dann hätte ich es nicht ausgehalten.
Ja, und dann das nächste Problem, was Marokko hat und wo man auch mitleben muss, sind die ganze viele streunende Hunde. Ah, ja. Ähm, Ja. Es ist schon herzzerreißend teilweise. Ich hätte auch am liebsten irgendwie 50 Hunde mitgenommen. Vor allem die kleinen Welpen. Ich habe mich da schon in den einen oder anderen verliebt. Es gab sehr viele sehr süße Hunde. Leider findet man überall in Marokko viele Straßenhunde. Wer möchte, kann Hundefutter mitnehmen, um so wenigstens ein bisschen zu helfen. Es gibt ein paar wenige Projekte, die versuchen, die Hunde zu versorgen und ihnen ein Zuhause zu vermitteln. Aber das ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Hunde waren immer sehr friedlich und lieb, aber trotzdem wäre eine Tollwutimpfung sicherlich nicht verkehrt, denn Marokko gilt diesbezüglich als Hochrisikoland. Lebensmittel und Einkaufen. Wir waren viel auf dem Souk, auf dem Markt. Das war immer sehr spannend, spektakulär, lustig, ein Gewusel und braucht ein paar Nerven, aber man kriegt sehr leckeres Gemüse immer. Ah ja. Nicht zu vergleichen mit hier. Ja, also da wirklich hat das Gemüse noch Geschmack. Das Genau. war echt sehr lecker. Auf dem Markt findet man alles, was man braucht. Gemüse und Obst packt man sich in eine große Plastikschale und bezahlt es dann beim Verkäufer. Die Preise sind sehr günstig und wir hatten auch nie das Gefühl, mehr als die Einheimischen zu bezahlen. Wir haben sogar Fleisch gekauft. Dazu haben wir uns immer den schönsten Marktstand ausgesucht, der möglichst im Schatten stand und über einen Kühler verfügte. Natürlich haben wir auch mal im Supermarkt eingekauft, wenn es denn einen gab. Dort ist aber alles viel teurer, denn das meiste ist Importware. Wir haben auch viel Sightseeing gemacht, also wir waren in vielen Städten. Vielleicht kannst du erzählen, welche deine Lieblingsstadt war? Ich hätte jetzt gesagt, meine Lieblingsstadt war Sidi Ifni, weil sie ist super süß, sehr ursprünglich, also es hat halt schon sehr viele französische Touristen, würde ich sagen, aber sie ist sehr ursprünglich geblieben und hat einen super Souk und halt, man kriegt doch noch einen Kaffee oder irgendwie so Donuts, Fisch, also echt, ich fand die Stadt super, sehr entspannt. War spannend, ja, stimmt. Ja. Und deine? Ich würde sagen Essaouira. Ja. Ist zwar sehr touristisch, muss man schon sagen, aber die haben es irgendwie geschafft, authentisch zu bleiben. Und man merkt, dass auch die Einheimischen wirklich noch da leben. Und dann geht man zuerst durch diese Touristenshops und plötzlich steht man mittendrin im Souk für die Einheimischen. Und das ist dann schon sehr spannend. Und mir hat auch das Städtchen halt sehr gefallen. Ja. Und auch wenn wir gar nicht surfen konnten, weil es keine Wellen gab, fand ich es dort sehr, sehr entspannt. Ja. Da würde ich also auch gerne nochmal hin. Nach knapp 3 Monaten in Marokko haben wir doch einiges gelernt. Und das sind unsere Tipps. Das erste ist zum Beispiel immer bar bezahlen und nicht mit der Karte. Das funktioniert meistens nicht und es gibt gar keine Kartenlesgeräte. Oder es ergeht euch so wie uns in unserer ersten Stadt. Ich verlinke das mal hier oben mit dem Teppichskandal. Immer fragen, bevor man etwas in die Hand nimmt, was es kostet. Genau. Bevor man es kauft, quasi immer fragen. Und handeln. Außer wenn es jetzt Gemüse ist oder so. Aber ja, sowieso. Also für einen Teppich würde ich handeln und zwar bei einem 1/100stel anfangen, von was Sie eigentlich wollen. Ein weiterer Tipp ist, dass ihr Sachen mitnehmen könnt zum Tauschen, weil gerade in den abgelegenen Gegenden, da haben sie nicht so viel, zum Beispiel Schuhe. Also die können nirgends Schuhe kaufen, dann nützt es ihnen auch nicht, wenn man ihnen ein bisschen Geld gibt, sondern da wurden wir schon gefragt, ob wir nicht Schuhe hätten für eine Berberfrau. Wir hatten leider keine dabei und ja, da sind sie immer froh. Oder die Kinder mögen natürlich auch Süßes. Genau, muss man einfach aufpassen, dass man Halal mitnimmt natürlich. Ah ja, keine Haribo. Genau, gibt schon Haribo auch Halal, genau. Halal Haribo, ja stimmt. Genau, oder so ein bisschen, ja, einen Tauschhandel auch zu betreiben oder auch mal was
einfach zu verschenken. Wir wurden oft mal gefragt, habt ihr auch eine Mütze oder, ja, stimmt. So Genau. alte Mütze oder Hüte oder einen Kugelschreiber. Ja. Eben. Genau. Es ist erstaunlich, wie wenig die Menschen haben, vor allem im Gebirge. Ja, kann man sich fast nicht vorstellen. Man kann sich echt nicht Ja. vorstellen. Dass, Wir haben wirklich nichts. Ja. Also, oder vielleicht einfach ein Fußball, könnte man auch ein paar einpacken, die sind ja Genau. relativ flach zum Mitnehmen, oder man kann sie dann Ja, alles, was man aufkuppeln. gut einpacken Ja. kann, mitnehmen kann. Ja, und da hätten die Ja. sicher sehr viel Freude. Ja. Vielleicht noch einfach, macht eine Kopie vom Pass Ah ja, genau. und vom Fahrausweis, weil dann kann man, wir haben immer die Kopien genutzt bei der Polizei, oder wenn die das sehen wollten, und nie die Originale, weil wenn man ein Schlitzohr gerät, dann nehmen sie einem die Pässe weg und dann wollen sie Geld, um die Pässe Genau. zurückzugeben, und so haben wir halt immer die Kopie Haben gegeben. wir jetzt nicht erlebt, aber haben wir gehört, solche Geschichten. Vor allem am Hafen, bei der Ja. Ausreise dann, wir waren genau in Tangermet, und da soll man auch die Pässe halt nirgendwo abgeben, außer bei der Bootsgesellschaft, also beim Counter oder bei den Polizisten, Check-in, die ja. wirklich bei den Ja. Checkpoints stehen und nicht bei irgendwelchen wildfremden Männer, die da winken und Auch teilweise Weste. noch Westen Ja. tragen, aber nee, also eben auch nicht vor dem Hafen noch anhalten, weil Ja. in der Ortschaft gleich davor, da stehen ganz viele und wollen einem schon die Pässe abnehmen. Da wimmelt es, sobald man anhält, wahrscheinlich hat man keinen Pass mehr. Ja, Egal, wo wir der haben versteckt. wir haben das ja von Freunden gehört. Die Ja. haben da angehalten und haben denen die Pässe ausgehändigt und mussten dann viel Geld bezahlen, um die wieder zurückzubekommen. Abschließend würde ich vielleicht noch sagen, dass die Reise sich sehr, sehr gelohnt hat, Absolut, das war ein Highlight. dass wir begeistert waren und Auch nie dachten, dass wir so lange dort Ja, bleiben, nein. oder? Das hätten wir, also wir sind fast 90 Tage, das ist auch das Maximum, wo man bleiben kann, sind wir da geblieben, weil das einfach magisch war. ja. Es lohnt sich auf jeden Fall, durch das Landesinnere zu fahren und auch in die Wüste zu gehen. Also das finde ich, das ist schade, wenn man das nicht macht. Ja, ich glaube auch. So können wir die Reise jedem empfehlen, Ja. der noch ein bisschen Zeit hat. Braucht ein bisschen Zeit. Man Aber braucht mit dem- ein paar Nerven am Anfang. Mit dem Camper braucht man ein bisschen Zeit. Ja. Anfangs braucht man auch ein paar Tage, um reinzukommen. Also so ein sich bisschen daran zu Geduld, gar nicht gewöhnen. Panik zu geraten. Ja, auch für sich selbst herauszufinden, wie kann ich mich hier eigentlich verhalten, weil viel spielt ja im eigenen Kopf Ja, das stimmt. statt, was in Wirklichkeit gar nicht so ist. Ja. Weil, wenn ich vergleiche, wie ich am Anfang durch den Markt Ja. gegangen bin und am Schluss dann zu Ende der Zeit in Marokko, das ist Ja. 180 Grad gedreht. Ja, das stimmt. Man wird selbstbewusster dann. Das Ja. stimmt. Vielleicht noch eine Anekdote. Wir waren in Marrakesch, was übrigens, das ist spannend, aber es ist jetzt, wir waren 1,5 Tage und wir fahren und dann hat man es wie gesehen. Ja. Also es ist jetzt nicht, also ich finde, es ist nicht eine ganze Reise wert, nur nach Marrakesch Nee. zu kommen. Kann ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall, genau, da haben wir so zwei so Fladenbrötler gekauft. Und da habe ich habe nicht mehr gefragt, was es kostet im Voraus, obwohl man das hätte tun sollen, weil ich wusste, dass diese Dinger irgendwie 20 Eurocent kosten jeweils oder 30 Maximum. Und dann wollte ich sie bezahlen, die Dame. Dann wollte sie 2 Euro pro Fladenbrot. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, jetzt auf keinen Fall kriegt sie 4 Euro für diese Fladenbrote. Und dann habe ich ihr gesagt, so, ich gebe ihr 60 Eurocent. Mehr als genug. Mehr als genug für diese 12. Und da hat sie schon, also als ich reagiert habe auf diese 4 Euro, die sie wollte, und gesagt habe, nein, hat sie schon geschmunzelt, und mit ihrer Kollegin, die da war, haben sie schon miteinander so gemerkt, das Die ist, mussten selber lachen. genau, für die Unverschämtheit. die Weil ich sie- glaube, du hast sogar auch noch gesagt, nee, ich weiß, wie viel die kosten. Genau. Oh ja, eben, man muss ein bisschen reinkommen, man muss ein bisschen lernen, dass man Ja. auch mal frech sein darf und auch Genau. für sich einzustehen. Und so von dem her ist die Reise also echt empfehlenswert. Ja. Es ist ein Abenteuer. Man lernt sich kennen, man lernt das Land kennen, und es ist sicher sehenswert alles zusammen. Absolut. Und ich glaube auch, dass wir nochmal nach Marokko fahren werden. Das glaube ich allerdings auch. Ja.
Okay. Ja, das war unser Marokko-Fazit. Und jetzt geht's dann morgen wieder los. Mhm. Wir packen unsere Sachen wieder in den Camper und starten mal Richtung Deutschland. Besuchen dort noch ein paar Freunde. Und danach geht es dann noch ein bisschen weiter im Norden, aber das erzählen wir euch dann ein anderes Mal. Weil wir selber auch noch nicht ganz genau, Genau. wissen. Ja. Ja, auf jeden Fall schön, wart ihr wieder dabei. Und ja, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, um weiterhin auf unserer Reise mit dabei zu sein. Ja, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir nach einem Sommer im Winter doch noch den Schnee finden. Und falls ihr noch mehr über unsere Marokko-Reise erfahren wollt, stöbert gerne in unserer Marokko-Playlist.